Hallo, hier ist Sion und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und ihr könnt hier einiges schon über die Story lesen, aber das werde ich euch jetzt nicht vorlesen, denn es wird wirklich alles und sehr, sehr viel in diesem Spiel erklärt. Ich meine, das Spiel hat noch mehr Cutscenes als Metal Gear 1 oder 2. Darauf müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal einstellen. Und so lange ist es eigentlich gar nicht her, dass ich Metal Gear 2 erst Let's Played habe. Das war ja eigentlich vor Zelda und halt Yoshi's Island. Aber okay, ich habe richtig Bock drauf. Und ich weiß, dass ich jetzt 3 Projekte habe, aber keine Sorge, ich werde das schon gekonnt geregelt kriegen. Zumindest habe ich die nächsten 2 Wochen oder mindestens die nächsten 2 Wochen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Zeit, genug Zeit, um ordentlich aufzunehmen. Was das Hochladen angeht, werde ich, denke ich mal, einen ordentlichen Rhythmus suchen, dass auch kein Projekt zu kurz kommt, weil das ist mir am wichtigsten. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Zelda oder Okami vernachlässige für Metal Gear. Aber gut. Ein weiteres Wort, und nein, diesen Trailer werden wir uns jetzt noch nicht ansehen, den können wir später gucken. Ein weiteres Wort ist, dass ich mich nicht bei jedem Part verabschieden und auch nicht euch bei jedem Part begrüßen werde, weil ich Metal Gear in etwas längeren Sessions aufnehmen muss, einfach weil die Cutscenes teilweise so lang sind und ich gegebenenfalls auch in Cutscenes schneiden muss. Und das macht dann wenig Spaß, wenn ich dann mitten in der Cutscene irgendwie pausieren müsste oder so. Von daher nehmt mir das bitte nicht übel. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wir spielen Metal Gear über die HD Collection und es gibt ein paar Änderungen hin zur Original PS2-Version. Die werde ich dann auch noch alle aufführen. Zum Beispiel bestätigt ihr inzwischen das Menü mit X, was vorher nicht so war. Und es wurden ein paar Bossmodi, die Bossmodi und Schlange gegen Affe und so weiter wurde entfernt. Aber okay, nichtsdestotrotz ein neues Spiel. Genauso wie bei Metal Gear 2 könnt ihr euch hier aussuchen, beziehungsweise ein bisschen was bestimmen, was das Spiel minimal beeinflusst. Und zwar könnt ihr jetzt sagen, ich spiele zum ersten Mal Metal Gear Solid, mir gefällt Metal Gear Solid 1, 2 und neu für die HD Collection Metal Gear Solid 3. Falls euch die Trophies wichtig sind, ein kleiner Hinweis von mir, ich habe dazu gelesen, dass es hier einen kleinen Bug gibt auf der PS3. Wie der genau aussieht, weiß ich nicht, aber ihr geht auf jeden Fall in Nummer sicher, wenn ihr mir gefällt Metal Gear Solid 3 auswählt. Und das nehme ich einfach mal auch. Auch wenn mein liebstes Metal Gear Solid 1 ist von diesen genannten. Generell auch. Was die Schwierigkeit angeht, habe ich sehr lange überlegt. Sehr einfach war sowieso außen vor. Einfach ist auch außen vor. Normal ist auch noch zu leicht. Ich werde das Spiel wohl auf schwierig Let's Playen. Extrem und europäisches Extrem lasse ich außen vor, weil europäisches Extrem, ich könnte es locker Let's Playen. Das Problem ist allerdings, dass wenn man gesehen wird, ist das Spiel sofort vorbei. Wenn ihr gesehen werdet, ist das Spiel sofort vorbei und mir wurde von einigen gesagt, dass ich, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass manche Metal Gears einfach nicht so ansehnlich waren, wenn ich zum Beispiel das Spiel durchspiele wie bei Metal Gear 1, ohne dass es Tote gibt oder so. Es soll ein bisschen mehr Action rein und da kann ich unmöglich diese Stufe nehmen. Extrem ist so ähnlich. Wenn man hier gesehen wird, kriegt man eine Menge Schaden und dem würde ich gerne ausweichen. Von daher ist mir das dann auch zu anstrengend und ich würde auch den größten Teil mit Schleichen verbringen. Ich denke mal, mit schwierig gehen wir einen ordentlichen Weg. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Es gibt noch einiges, was ich zum Spiel sagen möchte. Aber ich möchte nicht zu sehr in die verschiedenen Cutscenes reinfallen, zumindest nicht in die wirklich storylastigen und auch nicht in die Gespräche. Aber im Moment wird ja nicht viel geredet. Ha! Auf jeden Fall, ihr habt schon gesehen, Metal Gear Solid 3 spielt vor Metal Gear Solid 1 und 2 und ist geschichtlich gesehen der erste Teil der Metal Gear Saga. Ja, er spielt nämlich in den 60ern zu der Zeit des Kalten Krieges, wie eben von David Hayter, dem Synchronsprecher von Snake, schon angesagt. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Alter, dieser Hideo Kojima hat überall seine Finger drin, ha? Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this
anyways know what he's doing? Weiß er eigentlich, wen er hier Schwächling nennt? Nebenbei, die Untertitel, ich persönlich stehe nicht so drauf. Aber wie schon bei Final Fantasy X lasse ich sie lieber an, ne? Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Nette Mucke, die hier langsam eingespielt wird. Ich mag es. Auch das Szenario hier. Es sieht richtig geil aus auf jeden Fall. Sehr einladend. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. Hat er gesagt minus 46? Ja, okay, die sind ziemlich hoch in der Luft. Okay, okay. 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Der erste Freiflug. Das heißt, es wurde noch nie getestet. Status okay. All green. Ich glaube, das ist so eine Ehre, die ich nicht unbedingt gerne hätte. Countdown. 5, 4, 3, 2. Ah, aber ich stehe hier richtig drauf, wie das Ganze inszeniert wird. Nun denn. Mit wie viel mehr Epic kann man ein Spiel beginnen, ha? Ja, Hideo Kojima, ja, wir lieben dich alle für deine genialen Stories. Aber okay, ihr wisst, es ist Metal Gear, von daher springen wir von einer Cutscene in die nächste. Head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue. Ihr seht schon, Metal Gear 3 im Gegensatz zu Metal Gear 1 und 2 orientiert sich viel mehr an der Realität. Gagarin to orbit was the A1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. Ich glaube, wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir nicht zu dieser Zeit aufgewachsen sind, ha? Security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba.
President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Na, Sokolov, oder? Ja, was sonst? To return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virgin. Da ist mir noch kein Mann reingefallen. They moved to there Badumtsch. just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us.